Moin Leute, Jomo von WA. Hi, es geht. Lange, lange kein Pico-Video mehr gemacht, aber das wird sich jetzt auch wieder ändern. Wir hatten die letzten Wochen tatsächlich sehr viel mit der PlayStation VR 2 zu tun. Auf jeden Fall ein neues Gerät muss man sich von vorn bis hinten angucken und alles entdecken. Aber ich bin auch nicht untätig, was die Pico angeht. Passt mal auf. Hier könnt ihr das sehen. Das sind die AMVR Grips, die teste ich nämlich auch hinter den Kulissen. Was ihr nicht sehen könnt, hier habe ich auch das AMVR Face Gasket auf der Brille. Ja, das wird auch alles getestet. Ja, ja. Und es kommt noch mehr. Und endlich habe ich auch die Systemversion abgedatet bekommen. Das hat bei mir ewig gedauert. Und deswegen sind wir hier in einer neuen Location, ja. So, gucken wir mal kurz rein. Die sind auch nicht so aufregend. Also da muss ich echt sagen, hat Meta sowas von die Nase vorn. Ja, ich stehe echt auf die virtuellen Umgebungen von Meta. Das hier sieht ein bisschen aus wie die Raumschiff-Umgebung bei Meta, nur halt ohne Texturen. Also ja, hier sind welche drauf, aber es ist irgendwie insgesamt grau. Hm. Aber ich mag's. Ein schönes Ding. Ja. Außerdem haben wir das hier. Äh, Das ist eher abstrakt. Ah, eigentlich ganz nett. Ja, und ein bisschen dunkel. Ja, das geht. Aber hier, chinesisches Neujahr. Das ist nix für mich. Ist mir zu bunt und auch zu unpersönlich. Ja, hier ist gerade ja nichts Privates. Da finde ich eigentlich sowas hier bisschen angenehmer. Ja, so ein kleiner Sessel und sowas. Ja, ist ja nicht so, dass man sich raufsetzen kann, aber weiß der Geier. So, in der Beziehung könnte Pico echt mal ein bisschen hinterherkommen, fände ich ganz gut. Das wollte ich euch im Prinzip mal zeigen. Das ist natürlich nicht das, weswegen ich dieses Video mache, sondern wir wollten mal in den Store gucken. Ich habe in der Zeit jetzt immer mal Shorts gemacht, wo wir uns den Store angeguckt haben. Diesmal ist aber wieder genügend, was man sich mal in Ruhe angucken muss, denn die Releases hier von dieser Woche finde ich ganz schön erstaunlich. Also, wie gesagt, ich hatte, glaube ich, einen Short gemacht, wo bis hier alles abgedichtet war. Und jetzt sehe ich gerade, dass Omega Pilot erschienen ist. Finde ich ganz erstaunlich. Das ist ja wirklich sowas wie ein kleiner Wipeout-Klon. Ich bin da aber noch ein bisschen vorsichtig. Die Entwickler hatten nämlich davor ein Spiel gemacht, von dem ich dachte, das ist ein Wipeout-Klon. Und da hatte man den Gleiter einfach so in der Hand, ja, und flog damit durch die Level. Das war einfach nur strange. Omega Pilot ist offensichtlich das Ergebnis des Feedbacks, wo Leute gesagt haben, also kann ich bitte in einem Cockpit sitzen, wie ein erwachsener Mensch? Ich habe es mir seitdem nicht angeguckt. Also sieht sehr interessant aus jetzt gerade. Ich erwarte kein Riesenwunder, aber es ist schön, dass es da ist. Werde ich früher oder später mal reingucken. Tarzan VR haben wir auch schon auf den anderen Plattformen gehabt. Das habe ich immer ausgelassen. Ist eher ein bisschen trashig. Shock Troopers habe ich mir selber auch noch nicht angeguckt, aber die Leute aus unserem Discord sagen, das wäre voll Knorke. Mission is to investigate internal. Nicht. Shadowgate VR The Mines of Mythrock habe ich schon auf der Quest mal reingeschaut und das hat mir sehr gut gefallen. Ja? So richtig klasse Dungeon Crawler mit ein bisschen Rätseln, aber auch Kämpfen, Zauberei. Macht einen sehr guten Eindruck. Werde ich mal im Auge behalten. Vielleicht mache ich für die Pico auch zeitnah mal ein Video drüber. Dann Galactic Catch ist Angeln. Ja, Angeln, aber sieht sehr cool aus. Auf jeden Fall. Und Guardians bin ich sehr überrascht, denn auch hier hatte ich in der Beta-Zeit schon immer mal wieder auf dem PC reingeguckt. Das ist ein sehr komplexes Spiel und ziemlich interessant, denn das ist sowohl strategisch, ja, ihr könnt Basen aufbauen und die bestücken etc., als auch Actionspiel, denn ihr könnt auch jederzeit rein in das Ding und alles, was ihr in der Basis dann einfach als Verteidigung habt und so auch selbst bedienen, beziehungsweise sogar händisch, also wie in einem First-Person-Shooter durch die Gegend rennen und selber ballern und so. Also da ist tatsächlich sehr, sehr viel drin gewesen. Es hat auch einen Multiplayer, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Damals hatte es so ein bisschen das Problem, dass wenn man im Multiplayer war, es ab 2 Spielern, also bis 2 Spieler war alles okay, ab 2 Spielern wurde es ein bisschen ruckelig. Ja, ich denke mal, die Performance-Probleme haben sie seit der Beta sicher gelöst. Absoluter Tipp, Guardians, schaut euch das an. Da ist alles drin, Action, Strategie und im Multiplayer absoluter Wahnsinn. So, heute erscheint tatsächlich auch, heute am 9.3. Peaky Blinders, das steht
oben noch nicht bei Neuerscheinung, aber das kommt heute raus. Da hatte ich ja mal in die kostenlose Demo reingeguckt. Das könnt ihr auch immer noch, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das was für euch ist. Erscheint heute. Township Tale ist hier schon sehr lange in den Denest-Geschichten. The Cabin ist letztens dazu gekommen. Und sieht hier auf den Bildern eigentlich ganz cool aus. So, und das hier ist auch ein Kandidat, der bei vielen, vielen Leuten auf sehr viel Liebe gestoßen ist. Into the Radius. Ja, einer der Urgesteine auf dem PC, ein Survival-Spiel in so einer Endzeit-Welt. Ich fand immer, dass man dem sein Alter so ein bisschen ansieht, ja, also diese ganzen Storys und so werden nur per Text erzählt und das Inventarsystem ist leider aus der Hölle, aber grundsätzlich kann man sich da schon was rausholen für Leute, die Bock haben auf so Survival mit ein bisschen Mystery-Faktor. Da kommt was ganz Schönes. Auch die mobile Version auf der MetaQuest macht eigentlich einen ordentlichen Eindruck. Ja, Jimmy's Cells VR steht hier auch schon ewig drin. Puzzle ist neu dazu gekommen. Ghost Signal ist auch eher so ein Strategiespiel. Und, sehr geil, Jupiter Great 2 kommt auch auf die Pico. Dieses Spiel, also der Vorgänger, war schon sehr geil. Der zweite Teil wird sicher auch fett. Ihr schwingt euch da mit Pömpeln durch die Raumstation. Klingt echt merkwürdig, aber das macht so viel Spaß. Kann ich euch echt sagen. Ja gut, ich glaube, jetzt haben wir uns mal alles angeguckt, was hier angeguckt werden konnte. Übrigens hier, morgen gibt's ein kleines Review zum Mods. Sowohl für die Pico als auch für die PlayStation VR 2 Version. Ja, ich habe es einfach alles in einem Video. Ich hoffe, wir haben denn nichts vergessen. Falls ihr immer noch mit mir befreundet sein wollt auf der Pico, ich bin Mo van VR. So, meine Lieben, dann entspanne ich hier noch ein bisschen in meinem lila getünchten neuen Pico Home. Schreibt mal gerne drunter, welches der Spiele euch da sehr interessieren. Und dann sehen wir uns aber die nächsten Tage. Ich bin raus. Ich freue mich über ein Däumchen. Abonniert. Habt ihr den Kanal ja sowieso schon, schätze ich mal. Bis dann, Mo von VR. Und auf euch da. Bye bye. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel. Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR.